Hallöchen zusammen, Super Exchange hier. Und in diesem Video wollte ich euch eine Farming-Strategie zeigen, mit der ihr einen kompletten Divine pro gelaufener Map verdienen könnt. Das Ganze funktioniert durch Stacked Decks und zwar mit Hilfe des Scarabs of the Cloister. Warum habe ich mir jetzt gerade diese Farming-Strategie ausgesucht, um den Großteil von meiner Currency in dieser Liga zu verdienen? Na, das sind im Wesentlichen 4 Gründe. Grund Nummer 1, sie ist erstmal super profitabel. Ich habe eben ja schon gesagt, ein Divine pro Map. Das heißt, wenn man pro Map, ich sag mal so 5 Minuten braucht, manchmal geht es vielleicht ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, dann kann man in der Stunde mindestens 12 Divine machen. Also hervorragende Currency per Hour Rate. Punkt Nummer 2 ist, das Ganze lässt sich in T16 Maps spielen. Ihr müsst also nicht irgendwie stundenlang versuchen, die T17 Maps irgendwie so zu rollen, dass die bestmöglichen Mods rauskommen. Nee, das geht alles in T16. Easy Setup, hervorragend. Dann sind sie im Verhältnis relativ low Investment. Das heißt, das Einzige, was ihr braucht, sind eigentlich die 5 Scarab of the Cloister und noch eine 8-Mod Corrupted Map. Und das ist es schon. Das heißt, pro Map momentan bei den letzten Preisen waren das ungefähr um die 60 Chaos. Im Vergleich zu, was man zum Beispiel bei einer Ambush of Containment Strategie mit mehreren Divines pro Map investiert, ist das verhältnismäßig günstig. Und last but not least, Stacked Decks machen den Großteil des Loots aus, der bei dieser Strategie rumkommt. Und Stacked Decks sind super liquide, das heißt, ihr könnt sie easy zu Currency machen. Ein Bonus-Feature gibt es auch noch. Und zwar könnt ihr pro Map ungefähr um die 30.000 bis 32.000 Gold noch machen. Das heißt, in der Stunde kommen wir da schon wieder auf Raten von 350.000, 360.000 Gold, was super ist, um King's March zu entertainen oder generell den Currency Exchange, Trade, whatever, ist hervorragend als Nebenerwerb. Wie setzen wir die Strategie jetzt im Grunde auf? Naja, wir brauchen im Wesentlichen 5 Scarab of the Cloisters und eine T16-Map. Sie muss aber 8-Mod Corrupted sein. Warum 8-Mod Corrupted? Wir brauchen eine besonders hohe Pack-Size, weil die Scarab of the Cloisters schicken Packs in die Map, die die Stacked Decks droppen können. Je größer wir diese Map scalen, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir insgesamt mehr Stacked Decks aus der Map rausziehen können. Als Kirak-Mod könnt ihr unterschiedliche Sachen wählen, zum Beispiel einfach ganz plain mehr Quantity, das hebt nochmal das generelle Loot-Level. Ihr könnt Settlers nehmen, wenn ihr das in der Kombination spielt, um nach Swollen zu hunten. Kommen wir nachher gleich noch beim Atlas Tree dazu. Oder einfach Domination für mehr Shrines und mehr Packs. Und da Pack-Size drauf ist, das ist auch eine gute Synergie mit Shrines. Macht auch irgendwie Sinn. Jetzt ist natürlich noch die Frage, welche T16-Maps sollte man dafür denn nehmen? Und da bieten sich grundsätzlich mehrere an. Also im Prinzip könnt ihr das natürlich erstmal auf allen spielen, aber wir versuchen natürlich die Strategie maximal auszureizen. Und da gibt es aus meiner Sicht 3, die in Frage kommen. Da ist einmal Toxic Sewers, wenn ihr ein Bild spielt, der halt kein großes Area of Effect hat. Zum Beispiel Righteous Fire. Da könnt ihr einfach durchlaufen, alles explodiert und die Packs sind sehr, sehr tightly together. Dann macht das Sinn. Dann gibt es Jungle Valley. Jungle Valley ist deshalb gut, weil hier der Boss am Anfang der Map nicht spawnt. Das heißt, auf den Iter-Altaren sind keine Boss-Optionen zur Auswahl, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr Currency Duplication auswählen könnt. Und Currency Duplication ist eine sehr synergetische Mod mit dieser Map-Strategie, weil die sich auch auf die Stacked Decks auswirken. Das heißt, ihr könnt dann einfach statt einem Stacked Deck 2 droppen beim individuellen Pack. Und die letzte Map, für die ich mich persönlich dann entschieden habe, ist Glacier, weil bei dieser Strategie habe ich ja gesagt, ihr verdient pro Map, die ihr runnt, ungefähr ein Divine. Klar, in Jungle Valley ist das vielleicht ein bisschen mehr, aber Jungle Valley ist auch ein bisschen länger, als das der Fall ist bei Glacier. Glacier ist sehr, sehr kurz, sehr, sehr schnell zum Abschließen. Das heißt, ihr könnt mehr Maps pro Stunde laufen und damit am Ende mehr Divine pro Stunde machen. Und deshalb habe ich mich in diesem Falle für Glacier entschieden. Kommen wir zum Atlas Tree. Der Atlas Tree ist im Wesentlichen aus 3 Faktoren aufgebaut. Der wichtigste ist sicherlich der Map Modifier Effekt, weil wir wollen so viel Map Modifier Effekt wie möglich, um die Pack Size in den Maps nach oben zu bringen, weil die Pack Size dann wiederum bedeutet,
mehr Mobs, die Divination Cards droppen können, also Stacked Decks. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Das heißt, wir haben im Prinzip das komplette Dach hier oben und dann nochmal die gesonderten Wheels wie dieses hier oben, Chiseled Perfection, und dann nochmal dieses Wheel hier, das dann nochmal mehr Pack Size gibt. Und hier unten haben wir auch nochmal Map Modifier Effekt auf Mounting Modifiers. Das zweite wichtige Element ist Ritual. Warum ist Ritual wichtig? Die Mobs, die im Ritual sterben, können wieder revived werden. Und das können natürlich auch Mobs sein, die Stacked Decks verlieren. Das heißt, wir profitieren im Prinzip zweimal davon, dass wir diese Packs auf die Map gebracht haben. Und gleichzeitig hat Ritual natürlich auch noch insgesamt eine sehr gute Profitabilität, weil wir immer die Chance haben, Jackpots zu hitten, Divines, wir können Synthesize Bases hitten oder wir treffen auf das King of the Mist Ritual und dann können wir da aus einer Map bis zu 5, 6 King of the Mist Invitations mit rausnehmen. So, das heißt, wir brauchen hier unten erstmal Chance to Contain Ritual Altars und dann nehmen wir halt eben alles andere auch noch mit. Hier, der wäre technisch gesehen nicht unbedingt nötig, aber gut, nehmen wir halt mit. Das andere hier ist, dass wir noch zweimal rerollen können. Das steigert unsere Chance, dass wir etwas Gutes treffen. Hier haben wir nochmal reduzierten Tribut und hier oben ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wir haben immer 4 Ritual Altars pro Map. Und dann Effekt Nummer 3, Ether Altars. Warum Ether? Weil die Ether Altars eine gute Wahrscheinlichkeit haben, die Mod zu droppen, Chance to Duplicate Basic Currency. Und das wirkt sich wiederum auch auf die Stacked Deck Drops aus. Das heißt, wenn wir da 30% Increased Chance haben, droppen im Schnitt 30% mehr Stacked Decks. Und deshalb macht es Sinn, diese Strategie mit Ether zu laufen. Und dann nehmen wir natürlich hier das komplette Ether Wheel, genauso wie hier oben. So, und als Bonus habe ich mich hier entschieden, noch die Settlers-Mechanik mit reinzunehmen. Das heißt hier unten Increased Chance for Ore Deposits. Hier haben wir die Chance für Rare Varieties auf dieser Ore Deposits und hier at least 2 Ore Deposits. Und warum machen wir das Ganze? Wir machen es, um mehr Verisium Ore in der Map zu haben, weil wenn Verisium Ore in der Map ist, gibt es eine gewisse Chance, dass nicht das Erzvorkommen an sich spawnt, sondern der Starfall Crater. Und im Starfall Crater haben wir die Chance, den Boss zu killen. Der Boss droppt das Swollen Shield und wir haben huge Profit, weil das zum letzten Intake, ich glaube, ja, ich weiß nicht, zig Divine wert war. Das ist quasi so unser Bonus-Gamble, den wir noch einfach passiv mitnehmen. Genau, und ansonsten die restlichen Punkte sind dann einfach nochmal in Quantity und Increased Rarity drin, weil das einfach generell unseren Loot-Level nach oben pusht. Und das wäre es eigentlich dann im Prinzip schon zum Atlas-Tree. Zu testen, wie profitabel die Strategie ist, habe ich einfach in meinem Stash hier ein dediziertes Tab angelegt und nachdem ich die Map durchgelaufen war, einfach den kompletten Loot hier reingedumpt, sodass wir quasi hier die Übersicht über 10 Maps und den gesamten Loot haben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in Wealthy Exile anschauen, dann sehen wir einige Dinge. Zum einen sehen wir, wir haben bei diesen 10 Maps ungefähr 16 Divine verdient. Das heißt, Raw Results 1,6 Divine pro Map. Was ich hier noch rausgenommen habe, ist ein Lucky Drop von dem Enlightened Support. Damit wäre es dann nochmal mehr gewesen. Kann man jetzt drüber debattieren. Ich habe dafür die 2 Divines drin gelassen. Eins kam über ein Lucky Drop, das andere war aus einem Ritual. Wir hatten aber sonst kein High-Value Ritual Result. Insofern finde ich, ist das, sage ich mal, ein guter Kompromiss. Die lassen wir drin, das andere nehmen wir raus. Zum einen 16 Divine, zum anderen sieht man wirklich, der Großteil des Profits kommt aus den Stacked Decks. Das ist mehr als die Hälfte in Summe und ist damit einfach der große Faktor. Um jetzt auf unseren tatsächlichen Profit zu kommen, müssen wir natürlich auch noch unser Investment abziehen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal hier die 16 Divines als Umsatz, den wir generiert haben und ziehen davon unsere Kosten ab. Das waren ungefähr, ich glaube, 11 Chaos pro Scarab. Das heißt, wir ziehen hier schon mal 550 Chaos ab dafür. Und dann haben wir noch 10 Maps, 8 Mod Corrupted, die man sich entweder selber farmen kann
einfach mit Cartography Scarabs, Scarab of Escalation, Scarab of Corruption und Scarab of the Multitudes. Oder man kauft sie einfach im Bulk auf Trade. Ich habe jetzt mal 5 Chaos pro Map dafür angenommen. Das heißt, das wären nochmal 50C. Wenn wir ungefähr einen Divine-Preis jetzt annehmen von 150 Chaos pro Divine, dann wären das nochmal 4 Divines. Das heißt, von unseren 16 Divines ziehen wir nochmal 4 Divines ab und kommen damit raus bei einer Baseline von 12 Divines über diese 10 Maps. So, damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. So wie vermutlich auch am Ende der Liga. Ihr seht hier meinen Totempfahl für die 40 von 40 Challenges. Das ist immer so der Punkt der Liga, wo ich sage, okay, was soll ich jetzt noch machen? Was wäre eine weitere Challenge? Aber mittlerweile hat sich ja schon auch für Path of Exile 2 die nächste Liga angekündigt. Der Reveal-Stream ist schon in 2 Wochen und in 3 Wochen geht es schon los. Das heißt, es könnte sein, dass ich in den nächsten Wochen vermehrt Path of Exile 2 Content machen werde. Bedeutet aber nicht, dass vielleicht nicht auch noch das ein oder andere Video für Path of Exile 1 kommen könnte. Wenn ihr heute was mitgenommen habt, würde ich mich natürlich auch riesig über ein Like oder ein Abo freuen. Wenn ihr noch Fragen zur Strategie habt oder zu dem Bild, mit dem ich die Strategie gespielt habe, knallt sie einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten findet ihr mich auf Twitch. Typischerweise 2-mal die Woche, einmal mittwochs abends und einmal samstags abends. Und damit bin ich raus für heute. Ich wünsche euch was und tschö.